Stellen wir uns vor, wir holen uns einen Kaffee zum Mitnehmen von der Bäckerei. Wir kommen in das Geschäft, bestellen, bezahlen, bekommen den Kaffee und gehen. In dieser Situation machen wir ganz viel, ohne darüber nachzudenken. Wir müssen nicht jedes Mal neu überlegen, wo wir bestellen, wie wir bezahlen, wer die Verkäuferin ist. Meistens überlegen wir nicht mal, was wir trinken wollen. Wir treffen diese Entscheidungen, ohne zu merken, dass wir dies überhaupt tun. Diese Fähigkeit ist notwendig, um im Alltag funktionieren zu können. Müssten wir über alles nachdenken, würden wir den ganzen Tag dafür brauchen, uns einen Kaffee zu holen. Wir schaffen das, weil wir Erfahrungen haben, die wir immer wieder einsetzen können. Wir verinnerlichen Muster durch den ersten Kaffee, den wir uns geholt haben, oder durch Filme, die wir gesehen haben, in denen sich andere Menschen auch Kaffees gekauft haben. Meistens funktioniert diese Verallgemeinerung wunderbar. Manchmal überlagert sie unsere Wahrnehmung aber auch. Wir reden die Frau, die im Spital arbeitet, als Schwester an, weil wir Frauen im Krankenhaus vor allem als Krankenpflegerinnen kennen und bemerken gar nicht, dass sie einen weißen Kittel anhat und Ärztin ist. Wenn unsere Fähigkeit zur Verallgemeinerung uns zu solchen Fehlurteilen führt, dann ist der sogenannte Bias am Werk. Eine Voreingenommenheit, die uns meist gar nicht bewusst ist. Der Bias wirkt auch dann, wenn wir Menschen treffen und bewerten. In Sekunden entscheiden wir hier, ob es eine sympathische, kompetente, hübsche Person ist, die wir gerade kennenlernen. Und diese Entscheidungen treffen wir auf Basis unserer Erfahrungen und gesellschaftlicher Bilder. Wir denken, diese Person ist kompetent, weil sie aussieht, wie wir uns eine kompetente Person vorstellen und weil wir ihr in ähnlicher Form schon unzählige Male begegnet sind. Im Fernsehen, in Schulbüchern und im alltäglichen Leben. Wir machen also Zuschreibungen, die auf verinnerlichten Bildern beruhen und sich erst im Laufe der Zeit bestätigen lassen. Oder eben nicht. Diese Zuschreibungen führen dazu, dass wir zum Beispiel Frauen als weniger kompetent ansehen als Männer oder Menschen, die nicht weiß sind, weniger kompetent als weiße Menschen oder behinderte Personen weniger kompetent als Nichtbehinderte. Also entscheiden wir uns in einer Situation, wo Kompetenz gefragt ist, eher für den weißen Mann als für die schwarze Frau. Das hat nicht nur den Effekt, dass weiße Männer eher in Positionen kommen, in denen sie ihre Kompetenz unter Beweis stellen können, sondern auch, dass weiße Männer sozusagen zum Prototyp für Kompetenz werden. Wir glauben dann, Kompetenz daran zu erkennen, dass jemand männlich und weiß ist. Ob Kompetenz nicht vielleicht ganz anders ausschauen könnte, wird meistens gar nicht mehr gefragt. Deswegen kann der Bias gerade in Bewertungs- und Auswahlsituationen, wie bei Vorstellungsgesprächen oder Prüfungen, zum großen Problem werden. Wir wollen natürlich gerecht beurteilen. Meistens fällt uns nur gar nicht auf, dass der Bias gerade seine Finger im Spiel hat. Das heißt aber nicht, dass wir nichts dagegen unternehmen können. Wir können uns dem Bias bewusst machen, indem wir uns Zeit nehmen, über unsere Entscheidungen und Bewertungsgrundlagen nachzudenken. Wir müssen uns dabei selbstkritisch hinterfragen. Zum Beispiel, ist eine schwarze Frau wirklich weniger kompetent als ein weißer Mann? Oder ist das nur so ein Bauchgefühl? Wenn wir akzeptieren, dass wir alle Bias in uns tragen, können wir aktiv dagegen arbeiten und so am Ende bessere, richtigere Entscheidungen treffen und Stereotypen aufbrechen.